Die Personen haben im Rahmen des Symposiums erstmal gestartet in einem Moodle-Kurs. In diesem Moodle-Kurs konnten sie, nachdem sie ihre Projekte eingereicht haben, schon mal asynchron daran arbeiten. Der Austausch findet vor allem eben an den Tischen jetzt statt, dass man sich über die Themen miteinander austauscht, dass man sich gegenseitig Feedback gibt. Wir hatten auch ein paar interessante Diskussionen am Deck oben, insbesondere über sehr wichtige Trendthemen wie der ChatGPT, was ja jetzt auch einen starken Einfluss auf die Lehre und auf die Prüfungen hat. Und das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich schon ganz gut hier auf dem Schiff. Ergebnis des Ganzen sollen ausgearbeitete Konzepte sein, die dann eben morgen im Rahmen der Ergebniskonferenz vorgestellt werden. Das Besondere ist hier, dass wir versuchen, alle Teams einen Tag lang ungestört, ohne WLAN, ohne die Möglichkeit, sich irgendwie nach 2 Stunden aus der Affäre zu ziehen, zusammenzubringen. Auf dem Schiff haben wir keine Fluchtmöglichkeit, außer jemand kann gut schwimmen, und wir haben irgendwie einfach die Chance, irgendwie da die Leute irgendwie mal für 10 Stunden irgendwie ungestört am Tisch zu bringen. Quadis ist ein Projekt des Profilierte Plus Verbundes zusammen mit dem BeiZiel. Das heißt, hier kooperieren alle bayerischen Hochschuldidaktiken der Universitäten. Und das Besondere an den Symposien im Quadis-Projekt ist also, dass unterschiedliche Universitätsstandorte gemeinsam eine Konferenz ausrichten. Also für mich ist das Wertvollste an Symposium der Austausch. Gar nicht so sehr die Vorträge, sondern der Austausch mit Personen, die ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Probleme haben. Das ist der Grund, weswegen ich auf Symposium gehe. Und deswegen ist es für mich heute hier tatsächlich großartig, weil der Austausch hier auf dem Schiff viel intensiver ist, als ich sonst erlebe auf anderen Symposien. Man kommt sich einfach nicht aus. Richtig konkret mal ins Detail zu gehen, Szenarien durchzuspielen und Ideen zu entwickeln, Ansätze zu entwickeln, wie wir unsere Prüfungen möglichst effizienter, besser im Prinzip gestalten können. Und die Experten halt auch mal so richtig mit den Experten mal sprechen kann. Zum einen ist es bestimmt interessant, hier ein Netzwerk zu knüpfen, was wir auch gemacht haben, und natürlich auch Input zu bekommen hinsichtlich unserer Probleme, die wir haben. Wir prüfen schon längere Zeit elektronisch, aber es gibt hier und da natürlich immer noch offene Fragen, und die wurden teilweise auch beantwortet. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele Teilnehmende dabei sind, und zum anderen hätte ich nicht erwartet, dass tatsächlich so konzentriert und intensiv und auch engagiert an dem jeweiligen Sachverhalten gearbeitet wird. Wir haben verschiedene weitere Produkte im Rahmen des Projekts Quadis. Vor allen Dingen produzieren wir sogenannte Blended Learning Seminare. Wir nennen die auch kurz BLS. Und diese Blended Learning Seminare sind eine Ressource für hochschuldidaktische Weiterbildung. Und die werden bei unserem Kooperationspartner der Virtuellen Hochschule Bayern ausgespielt. Das heißt, es sind ganze hochschuldidaktische Seminare, die wir Open Educational Resources mäßig anbieten, die von Personen, insbesondere von TrainerInnen, genutzt werden können, um dann mit diesem BLS hochschuldidaktische Weiterbildung anzubieten. Dass auch mehrere Standorte gebündelt so ein Symposium veranstalten können und was auch eine Stärke ist von diesem Symposium und von allen Quadis-Symposien, weil wir einfach mehr Ressourcen haben, mehr finanzielle Ressourcen, aber auch mehr personelle Ressourcen und mehr Köpfe, die mitdenken, mehr Hände, die anpacken, und ich glaube, das spüren alle Teilnehmenden. Es ist immer gut, wenn man mal rauskommt aus dem tagtäglichen Trott und sich mit anderen Leuten auch mal austauscht. Das hilft enorm. Und das konkrete Konzept jetzt mit dem Austausch, mit den Feedbackschleifen, mit den Experten ist einfach sehr, sehr hilfreich, um auch neue Blickwinkel mal mit zu bekommen. Gerade als das heute früh noch mal so ein bisschen vorgestellt wurde, worum es da bei Quadis insgesamt geht, habe ich mir schon gedacht, da muss ich auf jeden Fall mal auf die Homepage und mich da noch ein bisschen weiter informieren, und könnte mir gut vorstellen, dass für mich oder für uns als Gruppe, für die Uni da was weiter auch dabei sein könnte. Also ich finde vor allem den Austausch gut, wenn es halt Austausch mit anderen Wissenschaftlern von anderen Universitäten gibt, weil das kommt häufig zu kurz. Und das ist eigentlich für mich so der Hauptmehrwert jetzt bei dem Projekt. Morgen gibt es nochmal ein spannendes Programm mit Keynotes, mit der Besprechung der Ergebnisse, worauf ich mich schon am meisten freue. Auch so ein bisschen zu sehen, ob das wirklich geklappt hat und die Leute irgendwie zu Lösungen gekommen sind. Und dann freue ich mich, irgendwie morgen den Staffelstab an Symposium 4 zu übergeben und denen
eine gute Reise in den Sommer zu wünschen. Es ist ein sehr hochwertiges Format, so wie wir es jetzt kennengelernt haben. Und ja, wir sind begeistert. Ich finde es eine ganz tolle Erfahrung. Bin froh, dass wir teilgenommen haben und würde es jedem wieder empfehlen.